Hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Und zwar möchte ich euch in diesem Video einmal die Tiny Terra Nodes vorstellen. Das ist eine Custom Node Collection. Ich habe euch im Detail gezeigt, wie ihr Custom Nodes installieren könnt im letzten Video, wo es um den ComfyUI Manager ging. Also nochmal im Schnelldurchlauf. Falls ihr den installiert habt, klickt ihr drauf, Install Custom Nodes, gebt hier oben in der Suche Tiny ein. Hier sind die Tiny Terra Nodes. Ihr könnt dann hier Install drücken und das Ganze installiert sich. Alternativ könnt ihr auf die GitHub-Seite gehen. Link ist unten in der Beschreibung. Hier wird auch nochmal erklärt, wie ihr das Ganze mit Git installiert. Geht dann in den ComfyUI-Folder unter Custom Nodes rein. Klickt hier oben drauf, CMD. Gebt git clone und dann den Befehl ein, beziehungsweise kopiert den Befehl hier rein, der hier auf der Seite beschrieben ist. Hier ist das git clone schon am Anfang drauf. Alternativ könnt ihr hier oben unter Code Download Zip machen. Dann erhaltet ihr die Nodes auch so und könnt euch die in den Custom Nodes Ordner kopieren. Oder auf Civit AI gibt es das ganze Ding genauso. Hier könnt ihr auch Download drücken, euch einen Zip runterladen. Allerdings ist hier auch wieder der Verweis auf die GitHub-Seite, diese, jene, welche hier. Ihr solltet euch klar sein, wenn ihr das Ganze nur als Zip entpackt, habt ihr nicht die Möglichkeit, automatische Updates oder halbautomatische Updates zu machen, weil im Prinzip könnt ihr in so einen Ordner reingehen, CMD eingeben und sagen git pull. Und wir sind already up to date, aber so könnt ihr Updates ziehen oder wenn ihr den ComfyUI Manager benutzt, wird hier auf der rechten Seite auch ein Update-Button erscheinen. Gut, weitere Details könnt ihr gerne in meinem ComfyUI Manager Video angucken. Da habe ich mir auch ein bisschen mehr Zeit gelassen. Die Tiny Terra Nodes sind eine Collection, die ich sehr gerne verwende. Wir schauen sie uns mal an. Und zwar findet ihr die dann hier unter TTN für Tiny Terra Nodes im Kontextmenü. Und diese Dinge haben eine riesen Stärke, die ich einfach liebe. Und zwar ist das diese Pipe. Das ist im Prinzip eine gebündelte Variante aller Informationen, die so ein Sampling-Prozess brauchen. Und am besten, ich zeige es euch mal. Wir haben hier einmal den Pipe Loader. Und dieser Pipe Loader ist schon ziemlich mächtig. Und zwar vereint er nämlich verschiedene Nodes. Wir haben hier oben einmal den Checkpoint. Das wäre vergleichsweise unter Loaders, Load Checkpoint, dieser aus dem Standard ComfyUI. Ich stelle die mal gleich, wir nehmen Epic Realism. So, wir haben eine VAE. Das wäre Load VAE. Wir haben 3 LoRa's, die wir hier schon am Anfang des Prozesses einbinden können. Das heißt, dreimal würde diese Node ersetzt werden. Und wenn man hier sich eine LoRa auswählt, kann man hier unten auch die Stärken angeben, wie hier. Wenn hier nichts drin ist, verschwinden die Dinger der Übersichtheit halber. Wir haben Positive und Negative Prompts, die wir schon direkt hier angeben können. Natürlich könnt ihr aber auch mit Rechtsklick und wo ist es? Da muss man ein bisschen suchen. Bei so viel Eingabeparametern muss man immer ein bisschen suchen. Positive to Input hier. Da könnt ihr dann natürlich auch hier vorne dann schon direkt die Texte reinpacken. Oder hier, wie ihr wollt. Token Normalization. Habe ich ein bisschen mit rumgespielt, konnte ich keine großen Unterschiede erkennen. Vor allem nicht dann, wenn man mit Random Seeds und so unterwegs ist. Das lasse ich immer auf Standardeinstellungen. Ihr könnt ja ein bisschen rumprobieren hier. Aber ich glaube, das macht nicht sehr viel Unterschied. Genau wie hier unten Token Normalization, Weight Interpretation und so. Das lasse ich auch immer auf Standard. Empty Latent Width, das wäre Latent, Empty Latent Image als ComfyUI Node. Das könnt ihr hier unten noch angeben. Sollen wir das direkt mal... Ich stelle mal hier eine Height auf 768, dann kriegen wir schon mal ein Porträtbild. Batch Size ist, wie viele Bilder generiert werden. Und ihr könnt hier unten schon direkt den Seed mit reinstecken. Den stellen wir mal auf Randomize. So, also im Prinzip, wenn wir das einmal korrekt machen, würde
dieser Loader schon dieses Setup an Nodes hier ersetzen. Und das finde ich halt super praktisch. Hallo? Was drücke ich denn hier? Ich wollte Steuerung. So. Entfernen. Gut. Und die Stärke dieser Pipe ist nämlich folgende, wenn man hier add node ttn pipe und dann den Sampler nimmt. Im Sampler selber könnt ihr dann auch nochmal LoRa's angeben. Das heißt, ihr schleppt die LoRa's dann nicht von hier vorne nach hier hinten durch, sondern könnt die hier hinzufügen. Das lassen wir mal eben. Ihr könnt hier noch Upscale Methods hinzufügen. Wenn ihr das macht, kriegt ihr einen Faktor. Ich scale ungern mit Faktor hoch und runter. Deswegen benutze ich den eigentlich nicht. Sample, wir lassen die Steps. CFG ist bekannt. Hier nehme ich gern den DPMPP2M. Sampler-Namen und als Scheduler Karas. Denoise ist klar, ist wie beim Standard-Sampler. Image Output. Hier können wir schon auf Preview, Save. Dann erscheint hier auch das uns bekannte Ausgabeverzeichnis. Also wenn man hier die normale ComfUI-Node nimmt, ComfUI, kann man ändern. Das ist eigentlich nur der Präfix für die Images. Oder Hide und Save. Das heißt, ihr seht das Bild hier gar nicht, aber es wird gespeichert. Wir stellen das mal auf Preview. Seed ist randomized für diesen Sampler. Gut. Die Pipe. Die Pipe ist im Prinzip, ihr macht das hier und das war's. Und das finde ich einfach ist eine Riesenstärke von Tiny Terra Nodes. Es gibt noch eine andere Node Collection, die wir uns installiert haben, die auch Pipes kann, aber ich benutze lieber die von Tiny Terra Nodes. Das war es eigentlich schon. Wenn wir jetzt hier mal ein Positive eingeben, woman sitting standing on a meadow full of flowers in the summer. Und als Negative nehmen wir, das ist übrigens auch schön, ne? Ich weiß nicht, ob es aus den Tiny Terra Nodes kommt oder aus einem anderen Collection, die wir gemacht haben, aber wir kriegen jetzt Vorschläge hier und müssen das nicht mehr ganz tippen. Deswegen schaut euch ruhig mal mein Video zum ComfUI Manager an. Da habe ich 3 Node Collections mit installiert. Aus einer dieser kommt auf jeden Fall auch dieser Vorschlag hier. So, und das war es eigentlich schon. Jetzt können wir qprompt machen. Jetzt wird alles geladen. Und wir haben das Bild. Das ist schon ein Wahnsinns-Setup, oder? Ich liebe es einfach nur noch, diese Pipe zu verwenden. Und die werden wir jetzt noch mal ein bisschen weiter aufdröseln. TTN. Wir gehen mal hier rüber. So, ihr könnt das besser sehen wahrscheinlich. Pipe. Ja, hier sind ganz viele Nodes, die sich nur mit dieser Pipe beschäftigen. Ihr könnt hier zum Beispiel auch ein Pipe-In wählen. Da könnt ihr, falls ihr jetzt aus irgendeinem Grund die Standard-Nodes verwenden wollt, könnt ihr hier sozusagen die ganzen Dinger rausziehen. Das hier ist übrigens auch von Tiny Terra Nodes, habe ich auch erklärt, wie ihr das wieder ausstellen könnt, dass diese Verbindungsstücke rechteckig sind oder eckig sind und ihr wieder in diesen runden Flow kommt. Wie gesagt, schaut es euch am besten mal an. Ich denke, das lohnt sich. So, und ja, ihr könnt also verschiedenste Nodes mit diesem Pipe-In in so eine Pipe verwandeln und diese dann wieder hier unten hin verbinden und hättet im Prinzip das gleiche. Das machen wir aber nicht. Aber die Möglichkeit besteht. Weiterhin gibt es unter der Pipe einen Pipe Edit. Pipe Edit ist praktisch, wenn man die Pipe einfach modifizieren möchte. Ihr könnt nämlich an dieser Stelle, wie machen wir denn da mal ein gutes Beispiel? Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Uploader hinzufügen. Loaders, Upscale Model. Wir machen das hier. Wir machen Image, Upscaling using Model.
ziehen das Model hier rein, sagen, wir möchten dieses Image, gucken, dass wir das ein bisschen gerade kriegen. So, wir möchten dieses Image jetzt erstmal hochskalieren. Dann könnten wir jetzt sagen, wir machen hinten noch einen Downscaler dahinter. Dann haben wir den High-Res-Fix eingebaut. Image, Upscaling, Scale Image. Hier sagen wir möchten in der Weite, Moment, jetzt muss ich kurz umrechnen, in der Höhe 1080 und in der Weite sagen wir 720. Wir rechnen das ein bisschen runter, packen das Image dazwischen und nehmen uns wieder die Pipe. Wir können jetzt im Prinzip die Pipe einmal hier rüber ziehen und das Image hier unten wieder reinhängen und dann mit einem weiteren Sampler die Pipe hier reinpacken. Nein, das ist noch nicht ganz korrekt. Wir müssen noch erst ein VAE Encode, Latent VAE Encode. Hier kommt das rein. So. Wir können uns die VAE hier vorne aus dem Sampler nehmen und das Latent hier reinpacken. Und dann müssten wir ein größeres Bild bekommen. Es wird kein Error geschmissen, das ist schon mal gut. Der Sampler geht los. Es wird hochskaliert. Oh, wir kriegen einen Error. Sehr schön. When Pipe Edit. Okay, das muss ich mir jetzt mal eben anschauen. Okay, ich habe jetzt mal drüber nachgedacht. Aus dieser Exception-Meldung hier wird man leider nicht ganz schlau. Ich denke aber, dass die Pipe Edit alle Eingabeparameter als Pflichtfelder hat. Im Prinzip ist es halt so, dass ihr wahrscheinlich hier einmal alles ausfüllen müsst, um dann wieder eine Pipe zu kriegen. Nur ihr könnt an der Stelle aus verschiedenen Quellen. Moment, ich zeige euch nochmal eben hier die Pipe In. Ihr habt bei der Pipe In halt keine vorherige Pipe. Ich weiß nur nicht, warum man das dann alles als Pflichtfeld machen muss. Aber im Prinzip könnt ihr das auch einfach so machen jetzt. Das müsste jetzt funktionieren. Pipe Edit brauchen wir an der Stelle ja gar nicht, weil hier steht extra Optional vor. Das heißt, wenn ihr hier was ins Optional reinpackt, wird das aus dem vorherigen überschrieben. Also im vorherigen hatten wir das Empty Latent hier unten aus dem Bereich reingepackt. Hier haben wir unseren Upscaling-Prozess jetzt reingeschmissen und verbinden jetzt die Pipe und unser neues Latent überschreibt das Latent aus der Pipe. Wir müssen hier unten noch 0,5 eingeben, das hätte ich fast vergessen. Wir probieren es nochmal. Ich habe auch überlegt, ob ich den Error drin lasse im Video oder nicht, aber warum nicht? In solche Geschichten rennt man halt leider immer wieder rein und dann ist es wahrscheinlich auch ganz gut, wenn es einfach mal im Video passiert. So. Ja, wir haben uns jetzt das Bild größer gemacht. Also ja, es ist ein bisschen hunzelig geworden. Vielleicht sollten wir mal Close-up of a woman standing on a meadow. Das Model ist halt mehr trainiert für Close-ups. Machen noch einen Check und dann geht es weiter. So, das ist doch schöner geworden. Das sieht wunderbar aus. Gut, was habt ihr noch? Wir haben noch Pipe In, Pipe Out. Pipe Out ist auch ziemlich praktisch. Hier könnt ihr, wenn ihr mal verschiedene Pfade erstellen müsst in eurem Prozess, könnt ihr die Pipes hier reinziehen und dann gewisse Dinge aus dieser Pipe weiterleiten. Also ne, falls sich euer Workflow irgendwo aufteilt oder so, könnt ihr hier Dinge rausziehen. Einzelne Teile, die ihr eventuell ersetzen wollt. Wir haben, ist hier noch was unter den Pipes? Basic Pipe, Detailer Pipe. Das geht Hand mit anderen Node Collections.
Die werden wir uns in separaten Videos angucken. Wir schauen mal weiter. Text. Für den Text selber gibt es praktische Dinge. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal hier, wie wir am Anfang sagten, Positive to Input und Negative to Input machen und in den Tiny Terra Notes Text auswählen, dann können wir diese Texte hier verbinden und haben unsere gewohnten Eingabeprompts, die dann auch ein bisschen größer sind und ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Platz bieten. Hubela. Hier rein. Hier rein. Ihr könnt auch, wir kopieren den mal, so wie ich es halt immer gerne mache, ne? Ihr wisst, ich trage immer einmal Close-up of a woman standing on a meadow with flowers in the summer. Dann mache ich hier unten gerne Absurd Dress, Masterpiece, High Detail, Intricate, 8K, Save for, nee, oh Gott, nicht ins Positive. Das wollte ich hier, Save for Work und Nude als Negative und als Negative noch Embedding Bad Dream und Embedding Unrealistic Dream. Und um die beiden jetzt hier, die beiden Positive Prompts zu verbinden, bietet Tiny Terra Notes auch was Schönes. Und zwar unter Text gibt es einmal den Text Concat. Hier habt ihr 3 Eingabefelder. Der Delimiter ist Komma, den könnt ihr noch ändern, aber ich lasse es immer auf Komma, weil Komma separierte Eingaben. Hier könnt ihr sagen Text 1 und Text 2 als Input. Verbindet die hier rein. Verbindet den hier rüber ins Positive. Könnt das noch kleiner machen oder sogar einmal hier kollapsen. Dann funktioniert das. Ähnlich dem funktionieren die Tiny Terra Notes Text. Dreifach-Loader Concat. Auch hier könnt ihr 3 Texte angeben. Der Unterschied zu dieser Note hier oben ist allerdings, ihr könnt danach noch separat Text 1, 2, 3, 1 und 2 kombiniert, 1 und 3 kombiniert oder 2 und 3 kombiniert oder alle kombiniert auswählen. Oder ihr nehmt sogar die Ultimo-Variante davon, da habt ihr 7 Texte. Wenn man es braucht, kann man es verwenden. Ich denke, so ein Setup hier ist meistens absolut ausreichend. Unter Image habt ihr noch ein Image Output. Wir gehen mal wieder ein bisschen runter hier, wo ich euch das zeigen kann. So ist im Prinzip die Image Output Node vom Comfy UI. Save Image, Preview Image, das kann man sich dann hier auswählen, wie im Sampler selber. Wir können allerdings hier noch das Image weiter durchschleifen. Das heißt, das eignet sich auch gut für Zwischensteps, wenn man mal so sehen möchte, was da gerade in der Chain überhaupt funktioniert oder passiert. Wir haben Remove Background, Remove BG. Da ja, wird der Hintergrund eines Bildes entfernt. Wir können das hier einmal kurz ausprobieren. Ich mache das hier mal alles wieder weg, damit es einfach schneller geht. Wir schauen uns mal das Image an, sagen hier Preview. Lassen es einmal rattern, mal gucken, ob es funktioniert. Ich glaube, diese Node habe ich selber noch nicht verwendet. Ja, gut, grob. Aber er hat jetzt, gut, das könnte sein, weil hier die Wand und der Pullover gleich geworden sind. Aber er hat auf jeden Fall das Gesicht extrahiert. Wir können das jetzt hier mit diesem Image-Ding weiterleiten oder wir sehen die Maske. Wir können ja mal gucken, Mask to Image. Schauen wir uns auch nochmal die Maske an. Machen wir hier auch nochmal Image, Preview Image. Diesmal aus dem Comfy UI. So, damit dürften wir beides sehen. Ich mache aber nochmal ein neues Bild. Bei dem dürfte es besser funktionieren. Ja. Also hier sehen wir jetzt, ne, die Remove Background Node macht, was sie soll. Sie hat jetzt den Vordergrund extrahiert, transparenten Hintergrund erstellt. Und wenn wir Masking benutzen, können wir das auch als Maske
weiterverwenden, um neue Bilder zu generieren. Weiterhin gibt es ein High-Res Fix Scale. Das ist im Prinzip das, was wir eben schon gemacht haben. Also das ersetzt das, was ich gerade eben gelöscht habe. Wir können hier vorne auch ein Bild und eine VAE einfügen. Machen wir auch mal eben schnell. Vielleicht ganz gut, wenn man mal den Workflow so in einem durchsieht. Wir brauchen noch wieder einen neuen Sampler, stellen den auf 0.5 Denoise, verbinden die Pipe wieder hier rüber, wissen, dass wir gleich das Latent überschreiben werden. So, wir sagen Rescale after Model True, Nearest Extract, nicht bei Percentage, sondern Width und Height. Hier geben wir das ein, was ich eben gemacht habe, und zwar war das in der Höhe 1080p und in der Weite 720. Wir croppen das Ganze. Image Output brauchen wir an der Stelle nicht angeben, wir wollen aber das Latent ausgeben und wir schauen mal. Wir lassen es mal rattern. Eieieiei. Was ist denn da passiert? Ja, ich habe jetzt wahrscheinlich einen Cut gemacht im Video, muss ich mal gucken. Entschuldigung dafür. Allerdings hat er hier vorne das Nude oh, ich habe Safe for Work als... Oh, ja. Not Safe for Work als Negative. Oh, das war böse gerade. Er hat mir 2 Nacktbilder erzeugt. Deswegen den Cut. Ich habe jetzt mal hier eins generieren lassen wieder. Finde ich gut. Finde ich klasse gerade. Eins generieren lassen, was neutral ist. So, also der High-Res Fix Scale an dieser Stelle ist im Prinzip das Node-Setup, was wir am Anfang hatten. Gut, weiterhin gibt es, wir waren unter Image, High-Res Fix Scale, gibt es hier noch ein paar Utils, wie zum Beispiel Integers, Floats und Seeds. Man kriegt hier noch verschiedene Varianten raus. Also wir haben hier die Original-Datenwerte, also Integer, Float oder Seed drin. Im Prinzip ist das aber auch ähnlich, indem ihr hier einfach sagt, Convert Seed to Input. Dann erscheint er hier oben als Input. Dann könnt ihr den Seed auslagern. Das ist ganz interessant, wenn man verschiedene Sampler mit demselben Seed ansteuern möchte. Das sind so Nodes, die irgendwie immer mit dabei sind in solchen Custom Node Packs. Im Prinzip funktioniert es nämlich auch, wenn ihr hier diese Primitives aus dem Basic Custom UI Setup nimmt und dann verbindet, dann habt ihr auch sowas wie Seeds. So, ich mache den mal wieder zurück. Convert Seed to Widget. Hier ist es natürlich praktisch, dass ihr direkt Konvertierungen von einem Datentyp in den anderen habt. Ja, wenn man es braucht. Ne? Es ist immer, manchmal braucht man es tatsächlich, oft nicht. Muss man dann gucken, aber das ist so klassisch bei so Custom Node Collections, dass sie einfach auch Basic-Typen mitliefern, die das ComfUI eigentlich selber schon kann, aber ein bisschen geändert, modifiziert, mit 1, 2, 3 Zusatzfunktionen oder so. Das ist dann immer anwendungsfallspezifisch. Eine interessante Note ist noch das TTN Text Debug. Der Text Debug zeigt euch Texte an, die, ja, also er macht nichts anderes. Er zeigt euch eigentlich nur Texte an, die generiert werden. Wenn man die mal zum Beispiel hier oben dazwischen hängt, ne, wir erinnern uns, wir haben die beiden Positives hier konkateniert. Wenn man die beiden dazwischen hängt, interessant.
sagt jetzt nur C. Warum? Wir geben uns das nochmal in die Konsole aus. Concat C. Das ist ein interessantes Feature. Offenbar scheint diese Node einen Bug zu haben. Ich will mal gucken, ob das funktioniert mit der... Ja, das ist eigentlich auch ganz gut. Wir gucken jetzt mal, ob es ohne Concat funktioniert. Close-up of a woman standing on a meadow with flowers in the summer. Ja. Wir probieren mal eine von diesen Concat Nodes aus. Wir bringen 1 und 2 zusammen, sagen der Delimiter ist Komma und wir möchten ein komplettes Concat aller Nodes haben. Das mal ein bisschen kleiner hier. Ach, das geht so nicht. Was macht er jetzt? Ah. Sieh mal einer an. Jetzt hat er unsere beiden Positive Prompts zusammengefasst und jetzt funktioniert es auch. Und deswegen ist der Text-Debug nämlich gut. Es ist wirklich, wirklich schön, dass wir gerade in diesen Fehler reingelaufen sind. Deswegen ist der ziemlich gut. Weil wir haben jetzt gesehen, dass wir vielleicht besser diese Node hier nehmen, anstatt diese simple Concat-Node. Text Concat. Anstatt diese. Weil offenbar diese Node oder eventuell einen Bug hat. Hier haben wir nämlich nur den ersten Buchstaben rausgekriegt, während wir bei diesem Concat-Setup hier alles rausbekommen. Deswegen ist es wahrscheinlich ganz gut, wenn man das hier an dieser Stelle konkateniert. Das hasse ich. So. Zack, sich hier nochmal einen Debug ausgibt. Bisschen Platz hier. Einfach mal so zur Sicherheit einmal hier debuggen lassen. Wir müssen es jetzt auch in der Konsole sehen. Ja, hier Close-up of a woman standing man of flowers. Bla 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 bla. Ja, einfach als Sicherheit. Ganz praktisch. So. Gut. Ja, ich hoffe, ich konnte euch vermitteln, weswegen dieses Node-Setup oder diese Collection von Nodes aus den Tiny Terra Nodes super praktisch ist und schon einiges mitliefert. Das Video ist leider länger geworden, als ich dachte. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich kann da aber oft auch nicht so durchhetzen. Aber egal, damit lässt sich schon einiges bewerkstelligen. Und ich werde noch Videos machen für die anderen beiden Nodes Collections. Ich denke, die werden kürzer, weil Tiny Terra Nodes benutze ich sehr häufig. Aus den anderen beiden picke ich mir so gewisse Funktionalitäten immer raus, aus den anderen beiden Node Collections. Deswegen werde ich wahrscheinlich verstärkt auf die eingehen. Aber mal schauen, man weiß es ja nie. Ist auch gut, dass wir mal an Errors gerannt sind, weil das kann immer passieren und da muss man einen Workaround finden oder man muss gucken, woran es liegt. Naja, und immer dran denken, gebt ins Negative nicht Safe for Work ein, sondern Not Safe for Work, wenn ihr YouTube-Videos macht. Das gibt's doch nicht. Was ein Fauxpas. Naja, mal gucken, wie ich das regel. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut und bis dann. Tschüss.